Es geht heute um das Thema Influencer in der Fensterwelt. Mitarbeiter und Chefs erobern Social Media. Wir sprechen natürlich eben über Social Media. Ja, was sind die wichtigen Netzwerke, wo sich unsere Branche tummelt? Wie stellt man es an, dass dass einem zugehört wird in den sozialen Netzwerken? Und was haben Sie davon, dass Sie sich auf den sozialen Netzwerken tummeln? In der Diskussion geht es um das Social Selling, es geht um Mitarbeitermotivation, es geht um die Ausbildung, das Recruiting und den Einfluss von Influencern in der Fensterbranche. Wer bin ich? Ich bin Chefredakteur von der Glaswelt. Das ist eine Fachzeitschrift und ein Fachmedium für die Fensterbranche. Wir beschäftigen uns natürlich um die ganzen Themen rund um die Gebäudehülle und mehr. Und wir tummeln uns auch in den sozialen Medien. Und ich könnte Ihnen natürlich jetzt viel erzählen, aber es gibt andere Experten, die das viel, viel besser können wie ich. Profitieren Sie also von dem Erfahrungsschatz meiner Gesprächspartner hier auf der Bühne. Und jetzt habe ich eine große Freude, die Runde hier vorzustellen. Und zwar fange ich an bei Marc Schütt. Das ist ein Sachverständiger und da ist auch schon gleich die richtige Folie dabei. Perfekt. Der Marc Schütt ist Sachverständiger, Schreinermeister und Fensterbauer. Also wirklich ein Experte mit direktem Praxisbezug. Und der Marc, der weiß, was auf der Baustelle eben in Sachen Befestigung und Abdichtung schiefgehen kann. Seine Mission: Missstände aufdecken, Wissen vermitteln und Lösungen aufzeigen natürlich. Ne? Auch deshalb ist er als Influencer in den sozialen Medien aktiv. Marc, an dich mal gleich die erste Frage. Wo findet man dich? Wo treibst du dich rum in den sozialen Medien? Also mich findet man bei Instagram und bei LinkedIn. Wobei ich sage, die Endverbraucher finden mich eher bei Instagram. Ich muss sagen, ich poste ja eigentlich nicht die schönen Sachen, sondern eher das, was schiefgelaufen ist. Da hat der ein oder andere dann ein Schmunzeln im Gesicht, weil er denkt so, wie doof kann man sein. Bei LinkedIn ist es dann eher die Fachwelt. Da triffst du die Branche, gell? Daher, hat man dann den Kontakt zur Branche, zu den einzelnen Systemhäusern, wo dann auch plötzlich Lösungen entstehen mit Produktmanagern oder anderen Leuten. Gut, wunderbar. Ich nehme den zweiten in die Runde. Ich gehe hier zu Matthias Brack. Der ist Schreinermeister, Betriebswirt und Holztechniker und führt bereits in 4. Generation das Unternehmen Brack Wintergarten. Zum einen mit, ich glaube, 25 Mitarbeiter rund, aber zweites Standbein, beziehungsweise auch ein ganz wichtiges Medium für Brack Wintergarten ist La Casa in Dietmannsried. La Casa ist so ein Handwerkerhaus. Also es ist ein Ausstellungszentrum, in dem sich 8 Handwerkerfirmen präsentieren. Brack ist tatsächlich ein richtiger Netzwerker, der ist in vielen Verbänden unterwegs und in Organisationen und forscht auch sehr gerne nach digitalen Prozessen. Er ist so ein Experte so ein bisschen im KI-Fragen. Ne? Ja. Sein Auftritt auf YouTube, der ist extrem erfolgreich. Matthias, kannst du mal mir sagen und kannst du uns vermitteln, wie viel Kundenanfragen, wie viel Kunden kommen durch YouTube auf deine Firma zu, auf La Casa und auf Brack? Da muss man vielleicht kurz dazu sagen, dass natürlich YouTube so die zweitgrößte Suchmaschine ist nach Google, gehört auch zu Google. Und insofern suchen natürlich mittlerweile viele, vor allem die jüngere Generation, halt eben auch im Videobereich, weil sie keine Lust haben, da lange sich Texte durchzulesen. Und somit haben wir es mittlerweile geschafft, dass ja so gut zwischen 35% und 40% der Anfragen tatsächlich über den YouTube-Kanal kommen, weil wir immer, wenn jemand nach Videos sucht, Deutschland oder im deutschsprachigen Raum relativ weit oben sind. Weil es ganz einfach ist, bisher hat die Nische keiner besetzt, somit ist es sehr einfach, die auch sehr schnell zu besetzen.
Ja. Ich möchte nicht sagen, mit wenig Aufwand. Da kommen wir gleich noch zu dem Aufwand, genau. So, dann haben wir auch eine ganz wichtige Influencerin hier in der Runde, die Eva Maria Kalbach. Eva Maria Kalbach ist Fensterbauerin. Sie ist aufgewachsen in einem Betrieb, den es schon, glaube ich, über Jahrzehnten, Jahrhunderten fast gibt. Wie lange gibt es den? Seit 1840. 1840, also wirklich sehr, sehr lange. Aber du bist Betriebswirtin und Glasermeisterin, schaust immer natürlich auch gerne nach vorne und was es sonst rechts und links von der Branche gibt. Du bist wahnsinnig erfolgreich auf Instagram, über, ich glaube, so rund 7000 Follower. Und sie zeigt, wie toll es ist, in diesem Handwerk zu arbeiten und schafft eben diese Aufmerksamkeit für Frauen auch im Handwerk, für den Beruf Glaser. Eva, warum tummelst du dich gerade auf Instagram? Warum ist das deine Bühne? Gibt es da auch andere Möglichkeiten oder ist das für dich auch die Idee, junge Leute zu motivieren? Oder willst du auch Kunden generieren für dein Unternehmen? Also Kunden generieren, durch das halt Deutschland weltweit ausgestrahlt wird, ist eher schwierig und wir ein kleiner Handwerksbetrieb sind, der regional im Umkreis von 100 Kilometer arbeitet. Also ich habe auch schon Aufträge bekommen über Instagram, so ist es nicht, aber mir geht es eigentlich grundsätzlich darum, das Handwerk zu repräsentieren, die Frau im Handwerk ein bisschen mehr nach außen zu zeigen, auch eine Frau kann in dieser Branche arbeiten und setze mich dafür ein bisschen ein. Das hat sich schon in die Richtung hin entwickelt. Am Anfang habe ich einfach nur so ein bisschen gezeigt, auch was wir im Fensterbau machen. Die Produktion wollte natürlich auch den Beruf zeigen und jetzt ist es irgendwie dahingehend gekommen, dass ich doch auch viel allgemein fürs Handwerk mich einsetze, auch außerhalb von der Fensterbranche. Gut, wunderbar. Der nächste in der Runde, das ist in der Mitte, sitzt der Klaus Niggemeier. Der Klaus Niggemeier, der ist Inhaber eines Schreinerbetriebs und ein Fensterbauerbetrieb. Und den Klaus habe ich eingeladen, weil er tatsächlich eine Sehnsucht hat oder den Wunsch, er will die Qualifikation in der Branche noch weiter erhöhen, gerade für die Montagebetriebe. Weil er sagt, die Montageexperten, an denen mangelt es. Und seine Idee ist tatsächlich eine Fachschule für die Fenstermontage ins Leben zu rufen. Das ist seine Idee dahinter. Personal in die Branche zu bringen, ne? Das ist so dein Antrieb. Und ich schätze mal, bei dieser geplanten Fachschule, spielt auch die sozialen Netzwerke eine große Rolle. Klaus, an dich die Einstiegsfrage, wie weit bist du mit dieser Etablierung einer Fachschule für Fenstermontage? Im Grunde sind wir so weit, dass wir die erste dieser 3 Säulen, die die Fachschule ausmachen soll, fertig programmiert haben. Das ist der Bereich Schulung. Wir bringen eine Plattform, wo halt alle Schulungen, die in der Branche vorhanden sind, zusammengefasst werden, filterbar sind, sodass der sich für eine Schulung interessiert, da einfach wesentlich einen besseren Überblick bekommt und das einfacher buchen kann. Und der nächste Schritt ist halt, dass wir Schulungszentren suchen, die Schulung bei uns einstellen, die uns die Daten zur Verfügung stellen, damit wir diese Plattform füllen können. Mhm. So, last not least, vielen Dank erstmal Klaus. Last not least, wir haben noch den Stuhl besetzt mit Armin Leinen. Und Armin Leinen, ich kenne ihn auch schon lange, wir fahren sehr gerne zusammen auch Mountainbike, aber Armin Leinen, es ist wirklich eine Wonne, ihn auch einmal live zu erleben als Coach, ich weiß nie genau, wie du das nennst, was du da vorne machst. Speaker, ne? Es ist wirklich eine wahre Freude. Ich kann es jedem nur empfehlen, da mal mitzumachen, dabei zu sein. Manchmal wird es auch sehr laut, man muss sich unter Umständen auch die Ohren zu halten. Und deine Mission ist ja, du sagst eben nur motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die begeistern Kunden. Und nur begeisterte Kunden empfehlen auch aktiv weiter. Ne? Durch Weiterempfehlung werden wiederum die Fachkräfte gewonnen. Du hast den Vergleich,
von hier, von der Branche, unseren Fensterbauern, Fensterbaubetrieben, auch zu anderen Branchen, du bist auch in anderen Branchen tätig, haben die Unternehmen unserer Branche das Potenzial der Mitarbeiter erkannt, was in denen steckt, was da los ist. Können das andere besser oder machen wir das auch schon gut? Also da ist die ganze Branche ganz weit hinten dran. Das Thema Mitarbeiter ist die absolut wichtigste Ressource, die jedes Unternehmen hat. Weil es gibt die künstliche Intelligenz, ja, die ist super wichtig, die wird tolle Sachen machen. Aber letztendlich die ganzen Produkte, die wir produzieren, verkaufen und montieren, wer baut sie denn ein? Das sind die Menschen. Und die Mitarbeiter, gerade in der Montage, deswegen auch Thema Montageschulung so wichtig, gerade die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Montage, die machen es aus. Nicht nur was Produktivität betrifft, sondern auch was die Weiterempfehlung betrifft. Und das Potenzial wird viel, viel, viel zu oft unterschätzt. Es gibt aber auch genug Firmen, die sagen, die Mitarbeiter sind meine wichtigste Ressource. Und die haben Top-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Die haben auch keinen Fachkräftemangel. Die haben genug Leute. Und warum schaffen es die anderen, warum schaffen es die anderen eben nicht? Also Antwort auf die Frage, da ist noch viel Luft nach oben. Viel Luft nach oben, okay, wunderbar. Ich schnapp mir noch mal mein Zeitmesser, den nehme ich mal hier hin. Ich setze mich jetzt auch mal hin, sonst tanze ich, glaube ich, zu viel hier vorne rum. So, jetzt steigen wir mal ein in die Diskussion. Also es gibt ja Influencer in vielen, vielen Bereichen. Da gibt es auch richtig Namen, die als Baufluencer schon bekannt sind. Sandra Huhnke ist, glaube ich, so eine, die den ein oder anderen hier kennen. 200.000 Follower hat Sandra Huhnke tatsächlich auf Instagram. Da gibt es eine Julia Schäfer, die ist Maurermeisterin, die hat 850.000 Insta-Follower. Eva, du bist aber auch für unsere Branche richtig, richtig groß und weit unterwegs. Ja. Sag mir doch mal, wo sind die Influencer bei uns in der Branche? Wo sind deine Kolleginnen und Kollegen? Gibt es die oder gibt es die nicht? Das ist eine gute Frage, ich kenne sie nicht. Warum haben wir da so wenig? Naja, wir sind, denke ich, auch eine Nische, ein Beruf des Glasers, den es nicht so viel gibt oder nicht so bekannt ist auch. Also ich bin zum Beispiel mit Sandra Huhnke auch regelmäßig in Kontakt. Ja, man hat da schon sich so ein Netzwerk aufgebaut, branchenübergreifend, aber im Fensterbau an sich mittlerweile so 1, 2 Mädels, mit denen ich Kontakt habe. Eine Glaserin hier aus Nürnberg, die Social Media macht. Ja, genau. Oder Mara, Tischlerin, die viel im Fensterbau unterwegs ist. Aber es sind sehr wenige, also mir sind nicht so viele bekannt. Und wenn es die geben würde, denke ich, also man kennt sich dann wir schon. haben doch so tolle Themen. Also man kann eigentlich aus dem Fenster, aus der Montage, da gibt es doch so tolle Themen, die man auch erzählen kann auf Social Media. Du machst es ja wirklich auch richtig gut. Ne? Ja, und heute hat jemand zu mir gesagt, ich bin die größte Influencerin im Fensterbau, was ja schon 7.000 genau. Ist jetzt nicht so viel im Vergleich zu, was waren es, 500.000 oder wie viel hat die Julia? Ja, genau, 850.000 Insta, das ist ja der Wahnsinn. Ja? Das ist der Wahnsinn, ja. Und kein Vergleich zu meinen kleinen 7.000, ja. Matthias, hast du vielleicht eine Idee, warum es die in unserer Branche nicht so gibt? Diese Corporate Influencer? Ja gut, natürlich erstmal ist es viel Arbeit und wenn man viel arbeitet, dann hat man vielleicht auch manchmal keine Lust mehr, noch mehr Arbeit zu haben. Also da steckt schon was da, weil es gehört schon viel dazu, sich da 7.000 Influencer aufzubauen oder einen Kanal zu betreiben. Also man muss da richtig Energie reinsetzen. Wenn man sieht, was die da wirklich, also die haben ja da Stunden am Tag Arbeit und dann abends noch schneiden und nebenher muss man auch noch was arbeiten. Das ist natürlich so ein bisschen Thema. Und vielleicht ist halt das Thema Handwerk nicht ganz so sexy wie viele andere Themen. Ich glaube, das ist, also ich finde schon. Ja. Aber nach außen, glaube ich, könnten wir es besser verkaufen, weil wir fangen ja selber an, dass wir oft in der Branche mehr jammern, als wir das Positive nach außen tragen. Und wenn es wir schon oft nicht schaffen, unsere Branche positiv darzustellen, wie wollen wir dann von, in Anführungszeichen, jungen Influencern erwarten, dass die rausgehen und sagen, na ja, hier ist alles super. Also ich glaube, wir müssen das im Gesamten viel, viel mehr leben. Mein Eindruck. Armin, du willst auch noch was dazu sagen? Aber das Produkt einfach mal wieder sexy zu sehen. Weil für die meisten in der Branche ist einfach ein lochschließendes Teil. So, wird sehr technisch verkauft. Es hat überhaupt nichts mit emotionaler Produktgestaltung, Produktverkauf zu tun. Und dieses Produkt, was ja unfassbar lange hält, ein Fenster,
Also krass gut, eigentlich ja viel zu lange, aber im Thema Nachhaltigkeit natürlich super, dass die Produkte so lange halten. Und vor allen Dingen, wenn ihr euch mal eine einzige Frage stellt, wie oft ist ein Fenster in Gebrauch? Wenn die meisten sagen, ja, 2-mal, 3-mal am Tag. Ich will jetzt nicht schreien hier rein, aber das Fenster ist immer in Gebrauch. Und deswegen, du musst das Produkt Fenster einfach nochmal sehen, was das ist. Das ist ein tagtäglicher Begleiter. Und wenn wir das schaffen, das Fenster wieder in die öffentliche Sichtbarkeit, in die öffentliche Wahrnehmung, was steckt hinten dran zu kriegen, dann mobilisieren wir wieder andere junge Leute, die einfach sagen, hey, geiles Produkt, sexy. Es ist nicht nur die Mode, die sexy ist oder Kosmetika oder die ganzen Sachen, sondern wir müssen nur das Fenster anders sehen. Und da muss die ganze Branche mithelfen, alle. Okay. Marc hat sich zuerst gemeldet, dann du, Matthias. Ja, du siehst es ja auch an der Technik bei uns im Fensterbereich. Wir sind sehr, sehr konservativ. Nehmen wir alleine die zweistufige Montage. Gehen wir zu den Elektrikern, gehen wir zu den SHK-Lern, die haben die zweistufige Montage seit Jahrzehnten drin, in ihrem Portfolio drin. Die montieren die Bauteile im Rohbau, dann wird geputzt und irgendwann, wenn alles schön ist, werden die Armaturen draufgesetzt, wird alles schön gemacht. Warum können wir das Fenster nicht einsetzen, bevor oder nachdem dann die dreckigen Gewerke durch sind, wie der Putzer, der Estrichleger? Und da gibt es tolle Systeme. Und genau dasselbe, das ist eine Denkweise in unserer Branche. Und genau die gleiche Denkweise ist auch im Thema Social Media Außenauftritt. Die meisten haben einfach nur Schiss, nach außen sich zu zeigen. Ja, es bedarf ein bisschen Überwindung. Man muss einfach machen. Ne? Mein Wahlspruch ist ja immer, machen macht's. Ja. Oder nicht gemacht habe ich schon. Und man muss einfach raus und sich zeigen. Und da kann man zum Beispiel auch, das hat auch was dann mit Mitarbeitermotivation zu tun, dass man die Lehrlinge vielleicht mal ein bisschen motiviert. Die sitzen also sowieso an dem Handy. Die haben alle ihr Handy in der Hand und ja, warum machen sie denn nicht ein paar Fotos von schönen Elementen auf dem Bau? Von Situationen, dass wir mit einem Glasboy eine riesengroße Scheibe in eine Hebeschiebeanlage einglasen. Das sind Momente für die, ich sag mal, Männer ist das wie so ein Ü-Ei, so ein Gerät. Das ist Spielspaß und Spannung. Und sowas kann man auch nach draußen projizieren. Und gerade die Jugend, die kann sowas. Warum lässt man als Chef nicht einfach mal die Jugend das machen? Dazu eine kleine Anekdote. Ich heute Morgen im Hotel gewesen oder schon seit gestern im Hotel gewesen. Ich bin in einem Hotel, das hat 4 Sterne. Ich sage jetzt nicht den Namen in Nürnberg. Wir zahlen verdammt viel Geld für diesen Hotelaufenthalt. Und die Fenster, für mich ist immer das Erste, wenn ich in ein Hotel gehe, ich mache erst das Fenster auf, gucke es mir an, was ist das für ein Beschlag. Das Fenster, das hatte Museumscharakter. Ja? Das war kaum mehr zu öffnen, es war ein altes Holzverbundfenster. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gepostet, liebe Fensterbauer, nehmt euch diesem Hotel an und macht dem mal ein Angebot wirklich für tolle, tolle Fenster. Ja, so geht's. Also das wäre halt so die Möglichkeit gewesen. Ne? Kommen wir mal gleich zum Thema Social Selling. Ja? Matthias, ich möchte ein bisschen auf die Frage eingehen der Customer Journey. Du hast gesagt, ganz, ganz viele kommen aus dem YouTube-Bereich zu dir zum Unternehmen Bragg. Wenn jetzt wenn ein Mensch plant, einen Wintergarten anzubauen, einen Wintergarten ja, für sich als sehr, sehr interessant zu finden. Was ist dein erster Gedanke? Preis. Aber da muss man natürlich abholen. Also ich glaube, es geht ja auch ein bisschen darin, also er hat wahrscheinlich viele Gedanken, aber ich glaube, die große Chance, die man eben über Social Media hat, also unser Kanal oder mein Kanal, wir machen ja nicht ein Produktverkauf, und das wollte ich eben vorher sagen, es kommt darauf an, geht es um Menschen oder geht es um Produkte. Ich glaube, das sind auch nochmal 2 völlig unterschiedliche Sachen, weil ich glaube, wenn junge Leute über ihren Beruf berichten, ist das anders, wie wenn sie über das Produkt berichten. Aber wir machen ja einen YouTube-Kanal über Produkte, aber machen das nicht so, dass ich sage, unsere Produkte sind die besten, sondern ich mache genau, wie du es eingangs gefragt hast. Ich überlege mir, welche Fragen, welche Probleme hat ein Kunde, wenn er sich zum ersten Mal über das Produkt interessiert. Ist natürlich der Preis, ob man es will oder nicht. Mir gefällt es nicht, aber es ist so. Es sind die Fragen, naja, brauche ich eine Baugenehmigung, brauche ich Fundamente und so weiter. Und genau diese Fragen, die eigentlich ständig bei uns im Gespräch aufploppen,
die nehmen wir auf und produzieren Videos. Dann passiert nämlich Folgendes, wenn dann der Kunde, und das ist er heute gewohnt, am Samstagabend ein Einkaufserlebnis will, ob bei Amazon oder sonst irgendwo, dann kommt er weiter. Im Handwerk ist es oft so, er geht auf die Homepage, kann sich 3 Bilder anschauen, vielleicht gibt's nur 10 FAQs und dann ist er raus aus der Nummer. Aber der Kunde ist heute gewohnt, dass er sehr schnell die Informationen bekommt. Und dann kann er sich eben bei uns durchklicken und bekommt ganz, ganz viel Input von mir als Chef persönlich und kommt dann schon am Montag früh eben mit einem ganz anderen Wissensstand. Im Idealfall mit dem Wissensstand, den ich ihm vermittelt habe. Also er ist schon so ein bisschen gebrandet und kommt dann rein. Und drum, glaube ich, also von der Seite her muss man das, glaube ich, auch denken, das Social Media. Also weniger als Werbung verstehen, sondern als Mehrwert, den man weitergibt. Wie fängst du die denn dann ein? Also die klopfen an bei dir auf der Homepage. Ja, die haben das entdeckt. Mensch, da ist einer, der bietet genau das, was ich kann oder was ich möchte, was ich brauche. Wie machst du die dann zum Kunden? Ja gut, also erstmal kommen die über viele Kanäle rein. Homepage, Google-Suche, YouTube, Facebook, Instagram, da sind wir überall aktiv. Wintergarten-Blog. Ja, und dann muss man den Leuten durchaus etwas Kompetenz zusprechen, weil die finden dann schon, bei uns steht unten in der Regel kein Kontakt groß dran, ja. sondern die kapieren dann schon, wenn da steht, da spricht ein Brack, dass die dann mal da googeln, also wenn sie jetzt über YouTube kommen. Und irgendwann sagen die halt, ja, wir haben die Videos gesehen und haben mal recherchiert, wo ist die Firma oder haben das irgendwo gesehen und melden sich dann. Weil die einfach glauben, gut, das ist der Experte in dem Bereich und da wende ich mich hin. Das ist eigentlich auch die Idee dahinter, so eine Art Expertenstatus zu bekommen sozusagen. Okay. Marc, ich möchte mal auf deine Thematik zurückkommen, auf die Sachverständigenebene. Ja? Für was nutzt du die sozialen Netzwerke? Ja, wenn man sich mal bei mir durchklickt, sowohl bei Instagram als auch bei LinkedIn. Gut, bei LinkedIn ist es etwas nicht ganz so einfach geschrieben, sondern etwas so geschrieben, dass die Fachwelt es besser versteht. Bei Instagram habe ich es relativ einfach gehalten, so dass jeder Endverbraucher es versteht. Und dann zeige ich zum Beispiel Thema Gewerkeloch, ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Ne? Genau. Gewerkeloch, googelt man das mal. Gewerkeloch findet man nicht auf Wikipedia, Gewerkeloch findet man nicht im Duden. Mit dem Gewerkeloch ist im Grunde genommen das Loch eine Schnittstelle zwischen Putzer und Fensterbauer gemeint, unten ganz in der Ecke von dem Fensterbankanschluss zum Putz, also und am Fenster. Das ist nur ein mini kleines Loch, wo lecker gut Wasser reinkommen kann. Genau. Und ich habe genug Fälle, die ich bearbeite, die durch das Gewerkeloch entstanden sind. So, und dann erkläre ich einfach mal, zeige Fotos von diesem Gewerkeloch und was passiert denn bei dem Gewerkeloch? Eine Fassade, die versaut ist, weil das Wasser ins Wärmedämmverbundsystem eingedrungen ist und dann nach dem nächsten Winter platzt der Putz ab. Im Iton-Mauernwerk, wo dann das Wasser schön durch den Porenbetonstein bis nach innen zieht und innen richtig schöne große Flecken gibt, die dann schimmeln. Solche Fehlstellen haben dann der ein oder andere Kunde und die kommen dann auch auf einen zu. Da ist dann wieder das Experte, einen Expertenstatus generieren. Okay, aber kann es nicht auch sein, dass die Experten, die das dann auch mitkriegen oder die Fensterbauer, dass die sagen, Mensch, du bist aber Nestbeschmutzer, du machst unser Gewerk schlecht? Kommt das vor? Teils, teils. Also mir wurde auch schon gesagt, ich mache zu viel. Ja. Weil das einfach dann für den einen oder anderen vielleicht nicht leistbar ist, genauso viel zu machen. Es sind aber auch Leute da, Endkunden und auch Fensterbaukollegen und Verarbeiter, die dann sagen, hey, wir haben genau dieses Problem. Wie können wir das lösen? Gibt es da irgendwelche Lösungen für? Und dann kann ich denen helfen, Lösungen zu finden, vielleicht Prozesse zu optimieren, dass genau das nicht nochmal passiert. Okay. Eva, du bist klassische Influencerin. Du hast es aber, ich fand das ganz spannend, wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist. Denn du hast ja angefangen damit, alte Fenster wieder neues Leben einzuhauchen. Das war, glaube ich, deine Idee, überhaupt anzufangen. Ist das so? Kannst du ein bisschen erzählen darüber?
Ja, ich habe in der Ausbildung und beim Meister irgendwann die Liebe für die alten Fenster entdeckt und fand es immer so schade, wenn wir die dann alle wegwerfen und die im Container landen. Und habe dann ein bisschen Upcycling betrieben, was ich auch noch mache. Aber mit der Geburt meiner Tochter hat sich das etwas nach hinten verlagert. Muss ich immer zeitlich gucken, wie ich dazukomme. Und mache da dann mal einen Tisch oder einen Bilderrahmen oder irgendwas draus. Okay. Profitiert denn jetzt dein Fensterbaubetrieb von deinen Aktivitäten auf Instagram? Mit Sicherheit. Ich werde immer wieder von Kunden auch angesprochen, dass sie es toll finden, dass ich das nach außen trage und das mache. Aber wir haben auch einen eigenen Firmenaccount, den ich noch parallel bespiele. Jetzt nicht ganz so aktiv. Es ist schon sehr zeitaufwendig. Ja. Aber ich gebe mein Bestes. Ja. Okay, wunderbar. Armin, an dich die Frage. Menschen vertrauen Menschen und Menschen kaufen auch von Menschen. Es geht ja wirklich darum, die Markenbotschaft der Mitarbeiter zu aktivieren, also da auch wirklich das Potenzial rauszuholen. Wie kann man diese Marke Mensch im eigenen Unternehmen auch in die digitalen, sozialen Netzwerke transportieren? Oder sagst du, darauf kommt es gar nicht so sehr an? Doch, natürlich, du musst ja beides spielen. Du musst die analoge Welt beherrschen und die musst du digitale Welt beherrschen. Und wenn du allein mal die Homepage von diesen Unternehmen anschaust, wenn ich ein Seminar gebe, bereite ich mich ja vor, schau mal die Homepages an und so weiter. Das ist alles austauschbare Soße, außer dass da ein anderes Logo ist, teilweise die gleichen Bilder, die verwendet werden. Und wenn ich dann sage, ja, wo sind denn hier Menschen zu sehen auf den Homepages? Die gehst du suchen. Vielleicht mal irgendwo über unter uns Kontakt und da ist irgendwo mal eine Person zu sehen. Du siehst nur Fotos. Aber ich kaufe doch bei Menschen. Und die Menschen in den Unternehmen, die müssen noch viel mehr in den Mittelpunkt stehen. Wie Matthias macht es genau richtig. Er steht als Unternehmer auf der ersten Seite, da läuft erstmal ein Video von Matthias, dass du siehst, das ist der Unternehmer. Und genauso auch die Mitarbeiter. Die muss ich da reinziehen. Das wird komplett unterschätzt, weil du siehst nur Produkte, Produkte, Produkte. Es geht aber um die Menschen und die müssen viel mehr in den Mittelpunkt reingestellt werden. Okay. Analog, aber natürlich auch digital, logischerweise. Und jetzt gehen wir mal auf die Vertriebsebene. Es ist ja so, dass im Verkaufsgespräch, so face-to-face, da kann eben so ein Verkäufer auch sehr viel beim Kunden ablesen. Der kann den Kunden so eingruppieren. Du nutzt da auch wirklich ganz genaue Techniken. Ja? In dieser digitalen Welt kann man diese Menschentypen eben nicht unterscheiden. Das ist eben ein ganz anonymer Kunde, der auf einen zukommt. Geht bei diesen digitalen Prozess dann tatsächlich auch echtes Verkäufertalent verloren? Nein, du kannst es ja koppeln miteinander. Also viele Fragen im Verkaufsgespräch, die werden ja sowieso, jeder Kunde stellt die gleichen Fragen. Das ist alles immer wieder das Gleiche, die Beratungsgespräche. Und wenn ich einen Kunden habe, der sich bei mir für mich interessiert, warum schicke ich dem einfach nicht mal eine persönliche Videobotschaft raus? Das macht kein Mensch in der Branche. Also ganz selten. Das sind aber die guten Firmen, die es letztendlich machen. Aber letztendlich kauft der Kunde bei dir, weil sonst kannst du gleich einen Online-Shop machen. Der Kunde kauft letztendlich bei dir und das Ganze einfach miteinander zu verknüpfen. Ja. Inklusive hinterher nochmal eine Dankesbotschaft per Video an den Kunden rausschicken. Du musst den Menschen viel mehr in den Mittelpunkt reinstellen. Und da helfen natürlich die digitalen Medien, weil ich die natürlich auch automatisieren kann. Das heißt, das geht mit geringstmöglichem Aufwand, kann ich aber den Faktor Mensch einfach machen. Allein mal ein Beispiel, wenn du ein Angebot, also ich bin ja kein Freund von Angeboten durch die Gegend schicken. Ich bin absoluter Freund von persönlicher Angebotspräsentation, vor allen Dingen, wenn es um gewisse Volumina geht. Aber wenn du jetzt mal trotzdem ein PDF rausschickst an den Kunden, dann gehen irgendwelche langweiligen PDF raus. Wo ist die Emotionalität? Wo ist der Mensch? Also wenn ich schon sowas rausschicke, dann mache ich doch eine persönliche Videobotschaft einfach mit. Dass einfach der Kunde auch da wiederum den Menschen sieht im Mittelpunkt, der das Angebot kurz 2-3 Minuten in der Videosequenz einfach präsentiert. Also du kannst es koppeln. Du kannst es koppeln. Okay. Matthias, die Markenbekanntheit, lässt sich die eigene Marke durch den Auftritt bei YouTube, Facebook, Instagram und Co. lässt er sich da steigern? Sollte man auch dafür Geld in die Hand nehmen und Kampagnen anstrengen? Ja, also auf jeden Fall für den Erstkontakt. Ich meine, bei uns ist ja tatsächlich so, ich spiele das nach außen und dann haben wir ein Verkaufsteam, das verkauft. Also ja. Das ist genau wie der Armin gerade gesagt hat. Das ist die Erstansprache, dass der erstmal von der Firma und von dem dahinter überzeugt ist, dass man nicht als austauschbar wirkt, wie
die anderen vielen Produkte und dann kommt das eigentliche Verkaufsgespräch. Und insofern würde ich sagen, klar, macht Sinn, Geld in die Hand zu nehmen, aber nur zu glauben, man kann sich freikaufen, dass man Geld in die Hand nimmt, irgendwelche langweiligen Social-Media-Clips macht, eben die jeder hat, und dann investiert man da 1.000 Euro im Monat und glaubt, es ist erledigt. Das ist eigentlich der größte Fehler, den die meisten machen, gerade bei Mitarbeitersuche, Karrierebereich, kennt man es ja. Man bringt nichts voran, dann engagiert man eine Agentur, es wird aber auch nicht besser. Also ich glaube, auch bei Social Media muss es schon ehrlich gemeint sein und von der Firma raus zumindest angestoßen werden und der Content produziert werden, weil sonst ist es wieder irgendwas Austauschbares, das ich mir einkaufe. Ich meine, die Konzerne freuen sich, aber ich glaube, man muss den eigenen Content, der gut gemacht ist, noch unterstützen. Aber lieber authentisch gemacht und nicht so perfekt, als perfekt und gekauft und austauschbar, würde ich sagen. Apropos authentisch, ich lese mal einen Titel eines Videos von dir vor. Kaltwintergarten nie wieder, warum ich nach 3 Jahren keine mehr bauen würde. Das war ein Beitrag, ein YouTube-Beitrag, der hat 80.000 Klicks erzeugt. Klingt jetzt erstmal so, als ob du keine Wintergarten verkaufen möchtest. Ja, genau. Und da schauen die Leute, weil die sagen, wir sind leider in Deutschland negativ geprägt und das weiß jeder, wenn ich positive Meldungen in der Zeitung lese. Die Erfahrung musste ich auch machen. Oder wenn ich reinschreibe, welche Dämmwerte beim Wintergarten sind besonders wichtig, wenn Sie sich dafür interessieren, dann kriege ich 200 Klicks. Ich habe auch solche Videos, um Gottes Willen. Aber der Kunde denkt erstmal, ich will da viel Geld ausgeben, möchte keinen Fehler machen. Und wenn ich ihm Content liefere, wo ich sage, so verhinderst du Fehler oder warum ich diesen Fehler nicht mehr machen würde, dann schauen Sie sich das an. Und im Endeffekt, wenn man sich das Video anschaut, ist es eigentlich eine Hommage sowohl an den Kaltwintergarten wie auch an den Warmwintergarten. Nur die Kernbotschaft ist, überleg dir vorher genau, was du willst, weil später kannst du den Fehler nicht rückgängig machen. Und bei mir war es tatsächlich so, das habe ich in meinem privaten Kaltwintergarten gedreht. Ich brauchte keinen zweiten Wintergarten, aber als Wintergartenbauer wollte ich auch mal einen Kaltwintergarten. Und ich ärgere mich immer im Oktober, wenn ich wieder rausziehen muss oder zurückziehen muss ins Wohnhaus, weil ich den Wintergarten nicht beheizen kann, obwohl er super schön ist. Und genau das habe ich im Endeffekt in dem Video gesagt, nichts anderes. Ich habe mich schon gewundert. Die Antwort wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen. Ja. Ja. Sag mal, was sind denn deine reichweitenstärksten Beiträge? Du hast ja eigentlich eben schon so gesagt, du musst also wirklich die Kontroverse ansprechen, ja? Ja, also das Thema Titel ist natürlich ganz wichtig und das Bild, darum sind da oftmals so aufmerksamkeitsweckende Bilder drin, klar. Aber also tatsächlich irgendwo so krasse Aussagen, nie wieder Kohle für das oder irgend sowas, das zieht leider. Das sind wir als Handwerker nicht gewohnt, weil es unseriös wirkt. Aber der Content ist ja seriös und ich will ja nur die Leute hinziehen, das funktioniert am besten. Aber ich habe auch Videos mit nur 200, 300 Klicks. Oder vor kurzem, das läuft auch super gut, da verdiene ich sogar mit Amazon Geld, da habe ich einen Putzroboter vorgestellt. Weil ich eben auf die Idee kam, Mensch, das müsste doch ein Roboter können. Dann habe ich mir das Ding gekauft und dann habe ich es probiert und während ich das probiert habe, habe ich es halt gefilmt und ein bisschen was dazu gesagt. Also sehr leicht produziert. Genau, und dann habe ich einen Affiliate-Link dazu und das verkauft sich echt gut, da habe ich schon ein paar tausend Euro über Amazon verdient. Überleg, was als nächstes noch ganz gut funktionieren könnte. Wir haben jetzt schon über den Aufwand gesprochen, der wirklich dahinter steckt. Eva, du bist Firmenchefin, du hast ja wahnsinnig viel zu tun, schon allein um das Standardgeschäft abzuwickeln. Wie viel Zeit nimmst du dir denn für deine Sichtbarkeit auf Instagram? Ganz unterschiedlich, aber es läuft alles nach Feierabend ab. Boah, auch noch, ja. Ja, in der Regel schon. Also ich mache jetzt selten irgendwelche Beiträge während der Arbeitszeit. Da habe ich auch keine Zeit für. Meistens vergesse ich auch, mein Handy mitzunehmen. Wenn ich dann mal ein Video drehe, stelle ich es halt einfach auf und lasse es mitlaufen. Das kann man dann am Ende zusammenschneiden. Und ich schneide die Videos in der Regel am Handy, mittlerweile auch am Tablet, abends auf der Couch, während irgendein Film läuft. Ja. Es gibt einen Insta-Kanal von dir und von deinem Betrieb. Worin bestehen die Unterschiede? Na, auf meinem Account dreht sich eigentlich alles um mich. Ja. Einfach gesagt. Also ich zeige, was ich den ganzen Tag mache als Mama, als Selbstständige, als Glasermeisterin. Ich gebe Einblicke in die Produktion, aber auch was ich im Büro mache. So den kompletten Mix. Und in der Firma stelle ich natürlich auch die einzelnen Mitarbeiter vor und gebe da Einblicke, aber hauptsächlich in Produktion und zeige mal ein eingebautes Element oder so. Machen die Mitarbeiter da mit? Wollen die das? Sind die dabei?
Mehr oder weniger. Okay. Also Sie haben es mir alle schriftlich bestätigt, dass ich es darf. Aber ich weiß, dass Sie jetzt nicht so begeistert sind, der ein oder andere. Also ich versuche das in Grenzen zu halten. Habt ihr, Matthias, alle Mitarbeiter mit eingebunden in dieser YouTube-Thematik oder sind das 2, 3 Experten, die da mitfilmen? Wir haben es Anfang tatsächlich mit Mitarbeitern auch gemacht, aber das hat mir zu lange gedauert, bis man da die Videos auf die Spur bringt. Mittlerweile meist in einer One-Man-Show, also Okay. wirklich allein. Wir haben aber bei der Karriereseite und da haben wir die Mitarbeiter viel in Videos eingebunden. Aber jetzt YouTube-Kanal mittlerweile fast alleine. Ja. Eva, welche Beiträge sorgen bei dir für besonders große Resonanz? Weißt du vorher schon, okay, das wird jetzt ein Knaller? Nee, das wäre schön. In der Regel aktuell wird einfach viel mehr Video ausgespielt. Als ich jetzt auf Insta angefangen habe, waren es mehr die Fotos. Und an dieses ganze Video musste ich mich auch noch gewöhnen und mache jetzt mehr so Zusammenschnitte mit einem Voice-Over, wo ich dann was erkläre, was ich mache. Das kommt eigentlich sehr gut an. Aber tatsächlich kommt es auch darauf an, was für einen Tag, welche Uhrzeit, wie spielt der Algorithmus aus. Diese Sachen hat man ja irgendwie alle nicht so. Aber du beschäftigst schon dich mit der Frage, wie funktioniert der Algorithmus? Was muss ich machen, damit das noch besser performt? Ja, auch weil man halt unendlich viel Zeit auch reinsteckt. Man macht sich Gedanken und ich finde es dann immer so schade. Dann lade ich einmal ein Video hoch, dann sehen das 50.000 und dann lade ich eins hoch und denke mir, der Content ist eigentlich voll gut. Ja. Das sollten doch viel mehr Leute Ja. sehen und dann sehen es nur 10.000 oder auch noch weniger. Ja, okay. Hast du schon mal bezahlte Kampagnen auch unternommen auf Insta? Also ich habe jetzt noch nie mehrere 100 € investiert. Ich habe das mal ausprobiert, das kann man so selbst machen, einen Beitrag bewerben, dann 10 € am Tag, gibt anscheinend so viele Klicks. Für mich hat es nichts gebracht, aber ich habe es auch nicht so richtig professionell versucht. Ja, Marc, an dich die Frage, wie hast du dir die Skills, diese ganzen Sachen, die man braucht, um auf Insta und auf LinkedIn aktiv zu sein, wie hast du dir das angeeignet? Ja, wie eignet man sich das an? Ist das so ein Bauchgefühl oder ist das auch tatsächlich? Ich mache es im Grunde genommen genauso wie Eva. Also der Content wird produziert, je nachdem, wo es ist. Wenn ich mal auf einer Baustelle bin und ich meine, die Fotos sind ja dann immer eindeutig. Ich war jetzt wieder auf einer schönen Baustelle in Frankfurt und da habe ich Content für bestimmt 3 Monate gesammelt. Aber das sind dann ja, ich habe dann eher weniger Videos. Wobei jetzt kam mal einmal das mit dem auf Instagram mit dem Gewerkeloch und dann kamen direkt sehr detaillierte Fragen von Kollegen und dann habe ich mir einen Samstag das Video auf meinen Schreibtisch gestellt, das Handy auf meinen Schreibtisch gestellt, eine kleine Fensterbank genommen, eine Seite einen Gleitendabschluss, die andere Seite einen ganz normalen Putzendabschluss und habe die Dinger einfach mal erklärt. Was ist ein Gleitendabschluss? Warum haben wir da die Möglichkeit, eine schlagregendichte Ebene zu erzeugen? Und bei dem anderen, was muss man denn machen, damit es schlagregendicht wird? So, und dieses Video ist so schnell, so hoch gegangen und da kamen auch viele Häuslebauer an und haben gesagt, boah, da muss ich jetzt mal selber gucken, wie das gelaufen ist. Und aber auch Kollegen, die gesagt haben, ja, genau so muss es gemacht werden. Okay. Armin, oft wird beklagt, dass das Fenster unter Wert verkauft wird. Ja, jeder sagt eigentlich, Mensch, das ist doch wirklich, das Ding lebt 30, 40 Jahre unter Umständen im Gebäude. Und es ist so schade, dass wir den Wert nicht irgendwie an den Kunden bekommen. Wie können denn Kunden zeigen, dass es sich lohnt, den Auftrag genau bei mir als Unternehmen abzuwickeln und dass man dafür unbedingt auch mehr ausgeben sollte? Also zum einen, jeder Kunde, der ja anfragt für Fenster, wird ja auch Fenster kaufen. Kein Mensch dieser Welt geht Fenster shoppen. Das sind ganz gezielte Käufe, die werden kaufen. Die Frage ist nur, bei wem. Und wenn er bei 3 anfragt oder bei 4, dann kriegt einer von den 4 den Auftrag und die anderen 3 gingen leer aus. Haben nur extrem viel Zeit rein investiert. Das heißt, Thema Selektion ist ein ganz wichtiges Thema. Du kannst nicht jeden glücklich machen. Und wenn der einfach was Günstiges haben will, du hast auch gar nicht die Produkte, sondern bist im hochwertigen Bereich, dann wirst du die auch gar nicht kriegen können. Sondern steck die Zeit in diejenigen, die das eben auch erkennen. Und dafür brauchst du Alleinstellungsmerkmale.
und nicht das, was alle anderen auch haben. Und davon gibt es im Betrieb so unendlich viele, die man machen kann, weil alles sogenannte Kundenkontaktpunkte sind. Das ist das E-Mail, was rausgeht, das ist die Telefonstimme, das ist die Schnelligkeit, wie ich ans Telefon gehe, bis hinterher in die Montage rein. Und du musst genau diese Argumente einfach bringen. Was machst du anders als die anderen? Aber rede nie wieder über den Standard, rede nie wieder über der 0815. Das interessiert keinen mehr. Es ist die einzige Chance, wie ich dem Kunden diesen Mehrwert verkaufe. Auf allen Kommunikationsebenen. Es geht nur um Mehrwert. Sind denn die Fensterbauer an den Touchpoints, an den ersten Touchpoints unterwegs? Nein. 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 Es gibt unfassbar viele gute technische Berater in der Branche. Richtig, richtig gute Jungs. Die beten dir 2 Stunden ein Fenster runter, aber nach 5 Minuten, 10 Minuten der Endkunde, der sich nur alle, keine Ahnung, 30 Jahre mit dem Produkt beschäftigt, der kriegt da gar nichts mehr mit. Richtig, richtig gute emotionale Verkäufer. Also wenn ihr da welche sucht, sucht mal Innenarchitekten, Innenarchitektinnen. Weil ein Architekt sieht einen Raum, ein Fensterverkäufer sieht eine quadratische Fläche, ein Loch. Das heißt, genau wie ein Wintergarten auch. Ein Wintergarten ist ein Haus, nur ohne Klo. Letztendlich alles drin. Nicht immer. Ja, manchmal hast du auch eins drin. Also es geht um die emotionale Mehrwertverkauf. Um nichts anderes geht's. Um nichts anderes geht's. Und dafür musst du ein verkäuferisches Talent einfach haben. Kannst aber auch lernen, geht auch. Gut, wunderbar. Klaus, ich möchte dich mal ein bisschen in die Diskussion mit einbringen, jetzt dazu holen. Es geht hier um das Thema Influencer in der Fensterwelt. Müssen diese Influencer oder die Influencer immer zwingend auf Social Media unterwegs sein? Oder gibt es andere Influencer auch für dich, die besonders wichtig sind? Also gar nicht so sehr im Social Media Bereich, sondern woanders. Ich würde ganz gerne eine Sache noch mal einen Schritt zurückgehen. Sehr gerne. Eine Sache, die du angesprochen hast. Ich hatte jetzt gerade, als wir hier drüber gesprochen haben, überlegt, Mensch, welche Branche hat denn ein Produkt, was eigentlich nicht so gut ist wie unsere Fenster und hat irgendwie mehr Erfolg damit? Und wenn ich mir überlege, wie kann ich Umweltverschmutzung zur Freude machen, bin ich ganz schnell bei der Autobranche. Und bei der Autobranche, wenn es etwas Neues rauskommt, dann erklärt mir keiner, welchen neuen Dichtkolben-Keilring da entwickelt wurde, sondern wenn ich mir die Produkte angucke, wenn ich mir das angucke, was ich da kaufen soll, steht da nur hinter, das macht Spaß. Und ein Fenster, finde ich, ist so extrem positiv besetzt. Wir sprechen über Wärmedämmung. Wir sprechen aktuell in der Klimakrise darüber, dass wir dazu beitragen können in der Branche, dass die Klimaziele erreicht werden. Wir sprechen darüber, dass Licht reinkommt. Und wir verkaufen irgendwelche abschließbaren Griffe und Pilzkopfzapfen. Und wenn wir in die Branche einmal reingucken und jemandem sagen, Mensch, du kannst gerne die Branche wechseln. Alle, die bei uns in der Branche sind, ich sag mal alle, möchten gerne in der Branche sein. Das macht Bock, hier zu sein. Und das wird, meine ich, viel zu wenig vermarktet an der Stelle. Und aber auf die Frage zurückzukommen... bleiben wir mal bei dieser Frage. Finde ich jetzt super, dass du das noch mit eingebracht hast. Woran liegt das? Andere kriegen das doch hin. Ein Schmarrn, sage ich mal. Du hast es ja das Beispiel richtig genannt. Bei einem Auto, was Luftverpester ist, etc., ja, das wird emotionalisiert hoch 10. Und wir in der Branche kriegen das nicht hin. Woran liegt das denn? Ich würde mir wünschen, dass wir als Branche eine Institution oder ein Medium schaffen oder eine Plattform schaffen, wo wir zusammenrücken können, wo wir als Branche uns präsentieren an der Stelle. Das würde ich mir wünschen. Wenn ich höre, dass das Rohmaterial für Videos hergestellt wird und der teuerste Mitarbeiter sitzt abends da und schneidet das zusammen, dann würde ich als Betriebswirt sagen, das ist noch nicht optimiert. Wenn ich mir vorstellen könnte, okay, ich bekomme Rohmaterial, ich bekomme eine Idee, also wenn ich eine Plattform hätte, wo wir die Sachen hochladen könnten als Branche und es werden professionelle Videos erstellt, die halt auch für die gesamte Branche sprechen, könnten wir doch eine vielfache Wirkung erzielen, eine vielfache Reichweite erzielen. Ich glaube, dieser Zusammenhalt in der Branche, der eigentlich da ist, also wenn ich hier heute über die Messe gehe, als relativ, ich sag mal, kleiner Handwerker, wie viele Leute man trifft und ach Mann, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und es gibt einen guten Branchenzusammenhalt und ich glaube, den sollten wir stärken und welche Plattform dafür geeignet ist, weiß ich noch nicht.
Es könnte diese Fachschule sein, die wir Ja, da da ins kommen wir Leben gleich rufen noch. wollen. Das Genau. war eine der Ideen, zu sagen, lass uns als Branche doch das, was wir brauchen, zusammen stärken. Und ich glaube, dann ist es auch nicht mehr entscheidend, ob wir jetzt über YouTube oder Insta oder welche Kanäle auch immer sprechen, sondern wenn wir erstmal für uns selber erleben, dass Fensterbau Bock macht und dass das ein tolles Metier ist, wo es Spaß macht zu arbeiten. Wir haben vielseitige Arbeitsbedingungen, wir haben einen schönen Zusammenhalt. Und wenn uns das erstmal bewusst wird und wir das nach außen strahlen, dann wird es Profis geben, die auf Insta Erfolg haben, dann wird es Profis geben, die im Print Erfolg haben, wo man eine Fensterbroschüre aufmacht und sagt, Fenster ist total geil, das will ich. Ja, tolles Statement. Ja. Da gab es jetzt einige Wortmeldungen. Ja. Armin, möchtest du anfangen? Ja. Ich meine, das Thema, das ist das theoretische Modell. Es wäre natürlich fantastisch, wenn die Branche zusammenhält. Aber die Alteingesessenen in der Branche, das ist meine Erfahrung. Ja, man trifft sich und hier und da Gespräch und da ein Gespräch, aber wirklicher Zusammenarbeiten, nee. Das ist nicht so. Da will jeder seine Themen letztendlich für sich behalten. Die jungen Menschen, super geil. Da kommt eine komplett neue, super tolle Generation ran, die tauschen sich aus, die Netzwerke und so weiter. Die sind richtig. Dass es funktioniert, wie es Klaus ja beschrieben hat, ist ja folgender Beweis. Wer hätte 2019, wäre in ein Wettbüro gegangen, hätte 1 Million Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, ich wette, dass in 2 Jahren die Fensterpreise bei 25%, 20 oder 30 höher sind. Der wäre Milliardär. Milliardär heutzutage. Und warum hat es funktioniert? Genau was Klaus gesagt hat. Warum haben wir die Preise schön hochgezogen? Und endlich mal diesem Produktfenster diesen Wert zu geben, was ihm eigentlich gebührt. Weil sie alle mitgemacht haben. Alle mitgemacht haben. Und jetzt gibt es wieder so, Entschuldigung, Vollidioten, die den Preis wieder runterziehen. Die einfach wieder irgendwelche Aktionen machen, fangen wieder mit der ganzen Rabattkram alles wieder an. Das heißt, jetzt kommt schon wieder, wir waren alle schön oben gewesen und jetzt fängt schon wieder die Rabattgeschichte an. Weil klar, Neubau zusammengebrochen und so weiter. Viele, die Neubau waren, gehen in die Modernisierung rein. Aber die haben ja keine Ahnung von Modernisierung. Die haben eine ganz falschen Preiskalkulation ran, machen Riesenfehler, gehen nur mit niedrigen Preisen ran. Armin, das ist aber gut für mich. Das ist gut für mich. Also wenn die falsche Preiskalkulation haben, ist die Montage hinterher auch doof. Das ist gut für mich und meine Kollegen. Also von daher. Einer profitiert immer, gell? Aber nochmal ganz kurz zu Klaus. Du hast richtig gesagt, das Fenster bringt Wärmedämmung, das Fenster bringt Schalldämmung, das Fenster bringt Atmosphäre. Das sind alles Themen, die sind wichtig und richtig. Die werden nur nicht sexy rübergebracht. Wenn ich jetzt eine wunderschöne, ich nehme jetzt mal eine E-Klasse, die neue E-Klasse, die da steht. Richtig, für uns Männer sicherlich eine richtig Schmankerl. Oder es heißt ein BMW oder VW oder was weiß ich. Auf jeden Fall ist es ein Auto, das wird anders positioniert. Und wenn wir an das Fenster vielleicht anders rangehen, vielleicht mal die Inneneinrichtung uns anschauen. In der Sanierung, was haben die für einen Fußboden? Da ist ein schöner Eiche, ein Parkettboden drin. Die Möbel, da haben sie sich auch für Eiche entschieden. Warum verkaufe ich denen nicht ein schönes Eiche-Holz-Aluminiumfenster? Warum muss es ein Plastikfenster sein, foliert? Kann ich da, nichts gegen das Plastikfenster. Ich persönlich, ich bin Schreiner, ich liebe das Holzfenster und ich liebe das Holz-Aluminiumfenster. Das ist mein Fenster. Und das ist meine Passion dann auch dahinter, dieses Fenster dementsprechend zu promoten. Und wieso erkläre ich dem Bauherrn nicht, hey, du hast hier Flächen, vielleicht sogar flächenbündig das Ganze. Du hast verdeckt liegende Beschläge. Beim Putzen brauchst du nicht mehr um die Beschläge herum putzen. Wenn du jetzt zum Beispiel neue, das wäre wieder ein Thema für Neubau, wenn du das Fenster reinsetzt, warum machst du die Blendrähmen nicht breiter? Damit, wenn der Putz da ist und du das Fenster aufmachst, ist endlich mal 90 Grad zu öffnen und nicht auf 75, weil die blöde Fußleiste da verkleinert werden muss, weil einfach der Putz zu eng an den Beschlägen dran ist. Das sind aber auch wieder Planungssachen, wo der Architekt mal ein bisschen Gehirnschmalz hintersetzen muss, was auch bei dem einen oder anderen dann nicht funktioniert. Matthias, du wolltest noch was dazu sagen, ja? Ja, wir sind schon wieder in der Technik. Also ja, genau das ist das Problem. Aber beim Sachverständigen ist klar, dass wir in die Technik gehen. Nee, aber das ist ja genau die Diskussion. Wir sind Glasermeister, Schreinermeister und wir kennen die Technik, wir lernen die Technik
Und wenn wir dann in den Verkauf gehen, sollen wir auf einmal Emotionen transportieren und richtig kalkulieren, weil genau das sind die Probleme. Wir sind Techniker, darum können wir nicht richtig kalkulieren und die Emotionen nicht so transportieren. Ich glaube, wir müssen uns da viel mehr vom Produkt trennen und eben nicht erklären, warum es 90 Grad aufgeht, sondern was die Folge daraus ist, wenn es 90 Grad aufgeht und welchen Vorteil das bringt und warum sich das kleine Kind da den Kopf dann nicht anhauen kann und was weiß ich. Ich glaube, das sind die Themen, aber das werden wir, da bin ich ganz anderer Meinung leider, auf einer gemeinsamen Plattform, wo uns irgendjemand die Videos zusammenschneidet, das wäre toll, aber für mich, da bin ich bei dir, Armin, wird never ever funktionieren. Ja, genau. Klaus, jetzt gehen wir mal wieder einen Schritt weiter. Du begleitest auch Fensterhersteller und Händler mit Coachings, also auch das machst du ja in deinem zweiten oder dritten Beruf. Das Thema Vertrieb liegt dir dann auch am Herzen. Du versprichst neuen Schwung für den bestehenden Vertrieb. Was sind das denn für Ideen und gehört die Social Selling für dich mit dazu? Also was im Grunde dahinter steht, ist, dass man sich auch an der Stelle mal ein bisschen vom Klein-Klein des Tagesgewerkes löst, dass man sich mal von Technik löst. Und dieses Coaching-Angebot, was ich habe, ist, dass wir gehen wandern. Wir laufen sehr gerne durch Norwegen, also mit einem Abstand zur Firma. Man hat einen weiten Blick, man hat ein freies Feld und man kann einfach mal ganz andere Gedanken denken als im Büro und in der Werkstatt. Das ist eigentlich so das Hauptangebot, was dahinter steht. Mhm. Und ich denke, dass, wenn wir über dieses Social Selling sprechen, wenn wir über das sprechen, ja, es soll Begeisterung auslösen. Also wenn ich da oben durchs Fjell laufe und mir einen Plan mache, mir überlege, was ich halt ändern kann und ich komme zurück und ich bin voller Energie und ich finde, dass Menschen Energie folgen. Ein energiereiches Tun zieht einfach Nachfolger an. Und wenn ich als Unternehmensführer, als Unternehmenslenker wiederkomme und habe eine neue Idee und sage, Mensch, in die Richtung können wir marschieren und ich habe Bock drauf, das zu machen, dann nehme ich mein Team mit. Und das ist das halt mit dem neuen Schwung. Das Coaching bezieht sich halt bei mir nicht darauf, dass ich sage, Mensch, das sind die und die Techniken, die du anwenden kannst, sondern eigentlich mehr, dass man eine Plattform schafft, in dem die Fragen oder die Antworten halt selber kommen. Natürlich ist es auch fachlich fundiert, ja, an der Stelle. Und man kann auch mal Impulse geben. Aber ich glaube auch, was wir in der Technik, wir beherrschen im Grunde, die meisten von uns beherrschen die Technik. Es geht halt darum, das mal einzusetzen und ja, bei dem Coaching halt darum, sich bewusst zu machen, wie viel Freude das eigentlich macht und mit neuem Elan dann auch wieder ranzukommen. Okay, wunderbar. Und dich beschäftigt, wie gesagt, auch noch ein anderes Thema, eben die Gedanken um den Nachwuchs in der Branche, ja, dass es eben genug Potenzial gibt für die Fenstermontage. Und du hast eben diese Fachschule ins Leben gerufen. Wir hatten schon eingangs darüber gesprochen. Ich weiß, diese Fachschule beruht ja auf 3 Säulen. Ja. Kannst du diese 3 Säulen einfach kurz erläutern? Worum geht es da? Was wir mit den 3 Säulen vorhaben, ist eine Vernetzung zu schaffen zwischen verschiedenen Säulen halt an der Stelle, um einfach die Attraktivität und die Sichtbarkeit des Fensterbaus auch bei denen zu erhöhen, die sich damit noch nicht so sehr zusammengesetzt haben. Also das Erste, was wir überlegt hatten, ist, dass es keine Plattform gibt, wo alle Schulungen, die es im Fensterbau oder in der Fenstermontage gibt, mal zusammengefasst werden. Wenn ich jetzt einen jungen Menschen habe, der sagt, Mensch, ich würde mich ganz gerne weiterbilden, ich möchte nach vorne kommen und wir haben viele junge Leute, die nach vorne kommen wollen, dann sehen die diese Fortbildung nicht, weil der Katalog mit den Fortbildungen von meinem Stammlieferanten liegt beim Chef irgendwo in der untersten Schublade. Und der junge Mann oder die junge Frau, die weiterkommen will, die kommt da gar nicht dran. Also müssen wir Sichtbarkeit erzeugen. Wenn wir über Influencer sprechen, wenn wir über Social Media sprechen, ist es, glaube ich, wichtig, junge Leute zu haben und zu zeigen, die sagen, ich mache Fensterbau und das macht total Bock. Das ist abwechslungsreich und ich mache das gerne und ich komme hier auch weiter. Wir in der Fenstermontage, wir haben eigentlich gar keinen Ausbildungsberuf. Nichtsdestotrotz habe ich mehr Bewerbung für Ausbildung in unserem Unternehmen, wo wir immer Kooperationspartner brauchen, als wir Ausbildungsstellen haben. Denn wir machen es attraktiv und wir haben halt eine sehr niederschwellige Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Und auch da, wo du sagst, ne, Mensch, wenn die Alteingesessenen da sitzen und
wir hören es ja immer mal wieder auf den Innungsversammlungen, nein, eine Bewerbung für eine Ausbildung, die muss schriftlich erfolgen und ich hätte ganz gerne 7 Seiten ausgedruckt mit Passbild oben rechts. Da hole ich heute keinen mehr hinterm Ofen vor. Und wenn ich Begeisterung vermitteln will, dann schaffe ich das in Zeiten von Social Media oft nur über einen relativ kurzen Zeitraum. Und in dem Moment muss ich abholen. Und die Idee dieser zweiten Säule zu sagen, lass uns die jungen Leute, die halt in dieser Schule sind, die sich fortbilden wollen, lass uns die zeigen, sichtbar machen und dann an der Stelle abholen. Mhm. Das heißt, die Studierenden werden auch nicht nur über das Produkt, über die Handlung, Montage geschult, sondern die kriegen auch Schulung in Sachen Weiterbildung. Also dass sie eben im Social-Selling-Bereich oder sich darstellen etc. Auch das ist ein Ansatz der Schule. Das ist durchaus möglich. Nichtsdestotrotz, wir haben im Fensterbau keine Ausbildung, wir haben kein Darfschein der Handwerkskammer, sondern wir müssen halt gucken, wie stellen wir uns so dar und wie wollen wir abholen. Und mein absoluter Traumschüler ist, ich sage immer, der UPS-Fahrer. Also wenn ich diese UPS-Fahrer sehe, die rennen den ganzen Tag, die schleppen, also wenn ich die als Fenstermonteure hätte, da würde ich mich freuen. Und die Überlegung ist, wie hole ich die ab? Und da bei den UPS-Fahrern, wenn wir bei dem Berufsbild bleiben, gibt es welche, die können tatsächlich schleppen und schnell rennen. Die werde ich nicht zu einem Servicetechniker machen, der super Social Selling macht und der eine super Kundenperformance an den Tag legt. Und ich denke, was wir anbieten sollten, wenn wir junge Leute in den Fensterbau holen, ist zu sagen, wir haben Vielseitigkeit, wir haben Möglichkeit auch für die es vielleicht beim ersten Mal nicht geschafft haben. Zum Beispiel sind wir wieder bei den UPS-Fahrern an der Stelle reinzuholen und sagen, du kannst so weit gehen, wie du gehen möchtest. Und dafür haben wir halt diesen 5-Sterne-Monteur ins Leben gerufen, wo die verschiedenen Sterne für verschiedene Qualifikationsstufen stehen. Und wenn einer sagt, ja, ich bin Montagehelfer und schleppen und schnell laufen reicht mir, Mensch, dann bilden wir den noch ein bisschen aus, dass er zum Beispiel auch ein Fenster mal sicher auf dem Auto transportieren kann, dass er eine ordentliche Kundenansprache bringt für das, was er machen möchte. Und wenn einer weitergeht und sagt, nee, ich hole mir jetzt die Krone, ich will 5-Sterne-Monteur werden, dann sprechen wir auch über genau diese Sachen, Kundenumgang, wir sprechen über Servicetechniken, um dann auch gerne weiterzugehen in die Industrie rein. Marc, du hast das Mikrofon schon zur Antwort. Ja, also da möchte ich dir einmal kurz entgegensprechen. Wir haben eine Ausbildung für sowas. Und zwar, es gibt den Schreiner-Tischler, es gibt den Glaser, es gibt den Metallbauer und den Rollladen- und Sonnenschutztechniker. Das sind alles diese 4 Berufe, die den Fensterbau mit in dem Ausbildungsbereich mit drin haben und auch im Meisterbereich drin haben. Ich gehe jetzt, was wir nicht haben, ist diese fachbezogene, also noch tiefer in den Fachbereich rein. Der Schreiner, der macht Möbel, der macht Terrassen, Balkone, Wintergärten und unter anderem auch die Fenster. Das wird immer fachbezogen angerissen, ja, da bin ich bei. Da wäre es sinnvoll, dass man dann in diesem Fachbereich weiter schult. Das ist auch bei den anderen, beim Metallbauer, beim Rollladen- Sonnenschutztechniker und auch bei dem Glaser genau dasselbe. Aber ich denke, wir sollten vielleicht den Ansatz noch etwas anders gehen. Das Fenster wird immer als Baufertigteil gesehen. Ich sehe das Fenster nicht als Baufertigteil. Ein Fenster wird auf einen Millimeter angefertigt. Die Suggestion des Baumarktes, dass ein Fenster Meter mal ein Meter ein Standardfenster ist absoluter Blödsinn und basiert auf Obi, Hornbach und so weiter. Die kaufen sich 20.000 Fenster von einem Hersteller, verteilen die auf ihre Märkte und suggerieren dem Endkunden, dass es ein Standardfenster ist. Nein, ein Fenster ist nicht Standard. Ein Fenster wird vorgefertigt für das Loch, was da ist. Und wenn das Loch 83 Zentimeter breit ist, kommt ein dementsprechendes Fenster rein. Ist das Loch 85 Zentimeter, kommt das Fenster dementsprechend rein. Und da wäre der Ansatz, lasst uns doch unsere Meisterpflicht, die wir haben, wirklich auf das Fenster ansetzen. Einwand dazu. Ich glaube, Klaus, liegt es auch so ein bisschen daran, diese Ausbildungsschwelle sehr gering und sehr niedrig zu halten, ja, dass man eben auf die Montage, zur Montage diejenigen auch bekommt, die vielleicht nicht den Schreinerberuf erlernen möchten, aber die kann einfach... man machen.
Kann man aus machen, anderen ist Ebenen auch richtig, kommen, ne? ist auch richtig. Denen mussten ja auch die Chancen gegeben werden, ganz viel Skills sich anzueignen in Sachen Montage und auch in anderen Themen. Ich glaube, das ist eher so deine Idee dahinter. Ja, wir wollen ganz klar niedrigschwellig anfangen. Ja. Okay. Wir wollen ganz klar auch der Handwerkskammer und den Schreinerberufen keine Konkurrenz machen. Genau. Da sind wir überhaupt nicht unterwegs. Sondern wir brauchen, ich sage immer, wir brauchen auch Leute, die das Fenster vors Loch schleppen. Das ist einfach so. Und wenn wir im Neubau sind und über Krantechniken verfügen, ist das die eine Sache. Im Bestandsbau haben wir viel Arbeit und wir haben Zuarbeit und wir haben nicht mehr die große Auswahl an zigtausend jungen Leuten, die in unserem Beruf strömen, sondern wir müssen den Beruf attraktiver machen, wir müssen niedrigschwellig sein, damit überhaupt junge Leute bei uns erstmal bereit sind, mitzumontieren. Und ja, Fensterbau muss fachfundiert bleiben, will ich überhaupt nicht von abweichen, aber es gibt Tätigkeiten im Fensterbau, wo ich auch mit einer niedrigschwelligeren Qualifikation einen guten Job machen kann. Und die hätte ich ganz gerne. Ja, Armin, du noch dazu. Also gerade zu dem UPS-Fahrer, wenn ich da an meinen denke, der das Paket dann beim Nachbarn abliefert, dann hoffe ich, dass er natürlich dann das Fenster beim Richtigen abliefert. Ne? Nein, aber ansonsten das Thema, ich meine, dieser Fachkräftemangel, das ist ja ein Thema, was viele noch überhaupt nicht am Schirm haben. Was wir momentan erleben, ist ja nur die absolute Spitze vom Eisberg. Und die Fenster fliegen einfach nicht so ins Loch rein, in den Ausschnitt rein. Du brauchst Menschen, die das montieren. Und der Fachkräftemangel, das wird das Thema der Zukunft werden. Aktuell werden die 1964 Geborenen, der geburtenstarkste Jahrgang, die werden alle 60 dieses Jahr. Da weißt du, was da in den nächsten Jahren passiert. Unglaublich viel Fachwissen geht weg. Und wenn du dir die Bevölkerungspyramide anschaust, da kommt so wenig nach. Und das ist alles richtig, dass wir die Ausbildungsgänge haben, das ist alles richtig und gut. Aber wenn das immer schon funktioniert hätte, hätten wir nicht den Fachkräftemangel. Und der wird so dramatisch reinhauen, dass wir zweigleisig fahren müssen. Wir brauchen was Allgemeines, wie solche Fensterfachschulen, was ich absolut nur unterstützen kann, sowas zu machen. Aber jeder Betrieb unbedingt für sich selber ein internes, eigenes Ausbildungsprogramm haben für junge Menschen. Und dafür musst du extrem attraktiv sein. Attraktiv auch für Quereinsteiger aus anderen Branchen, aus anderen Berufsgruppen und so weiter. Eine Unternehmenskultur haben, eine Arbeitgebermarke haben. Und es gibt ja Firmen, die schaffen es. Also nicht warten, bis das große Ding gedreht wird, sondern jeder muss unbedingt aktiv werden. Und wer das Feld nicht besetzt, der wird in wenigen Jahren weg vom Fenster sein. Punkt, aus, Ende. Matthias, schafft ihr das? Bietet ihr diese Arbeitgebermarke und habt ihr auch diese Schulung in-house? Ich hoffe es. Also der Armin war schon bei uns. Aber okay. Ja, es ist natürlich schwierig und also ich glaube, ja, wir haben es. Wir tun auch wahnsinnig viel dafür und wir haben auch viele Bewerbungen tatsächlich. Wir haben den Fachkräftemangel so noch nicht. Trotzdem haben wir auch einen Wechsel der Mitarbeiter, weil die jungen Mitarbeiter, die bei uns lernen, auch nicht ihr Leben lang in der Firma bleiben wollen. Man wird sich daran gewöhnen müssen. Das diskutieren wir auch oft bei uns in der Führungsebene. Sitzt auch jemand hier im Publikum, mit dem ich das viel spreche, der auch noch eine Generation über mir ist, wo wir halt einfach auch darüber diskutieren, naja, wo geht das hin? Wir werden uns diesem Wandel stellen müssen, ob wir wollen oder nicht. Also es gibt halt immer 3 Möglichkeiten. Change it, also die kennt ihr alle, genau, will ich nicht ansprechen, aber man muss sich einstellen. Ich glaube, wir sind da ganz gut drin, aber ich sehe es wieder Armin, das ist nur der Anfang. Aber es gibt auch die positive Seite davon, weil die jetzt in Rente gehen, die kriegen alle noch eine gute Rente, haben in der Regel Eigenheim und haben Bock zu renovieren. Also das wird auch ein riesen Markt Markt geben. ist gigantisch. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, auch wenn es im Moment vielleicht etwas schwierig ist. Aber wer in Zukunft Fachkräfte haben wird, ein guter Arbeitgeber ist, der kann auf dem Markt auch die Kunden einsammeln, weil die werden die nächsten Jahre da sein. Und ich glaube, da muss man sich motivieren. Bei allen Steinen, die einem da manchmal gefühlt in den Weg gelegt werden, hilft es nur, wenn man es selber macht und selber aus dem Betrieb raus. Wir werden da nicht auf andere warten können. Ich bin selber im Verband aktiv, im Vorstand und gestalte sowas mit, aber auch daraus kann ich sagen, wir können nicht auf andere warten, die es für uns tun, sondern wir müssen es selber machen und vor allem auch den Beruf attraktiv nach außen tragen, was ich eingangs schon gesagt habe, weil es wird fast nur gejammert oder viel gejammert und ich glaube, die Lage ist lange nicht so schlecht, wie sie momentan dargestellt wird. Und wenn es wir in der Branche schon nicht schaffen, es positiv darzustellen, wie wollen wir dann von Influencern oder von jungen Leuten erwarten, dass die positiv über die Branche reden, wenn wir, wie wir hier sitzen, das ja uns schon schwer tun, die richtige Lösung zu finden. Also das Thema zum Verkauf nochmal rüberzubringen.
Ein Verkäufer, klar, der hat natürlich die Aufgabe, dass meine Produkte nachher eingebaut werden. Ich will ja nicht die vom Wettbewerb drin haben. Aber ein Verkäufer, der eben auch hochwertig verkaufen, hat auch die Verpflichtung, deswegen hohe Erträge zu erwirtschaften und einen hohen Verkaufspreis, damit genügend Marge überbleibt, damit ich in Digitalisierung, in Social Media, in Marketing, in Fachkräfterekrutierung, in eine Arbeitgebermarke investieren kann. Und ja, die Menschen in der Montage, die werden künftig richtig viel Geld verdienen. Ja, sie machen ja einen geilen Job jeden Tag. Und das muss der Verkäufer auch hinkriegen, dass er auch für die Montage dafür sorgt, dass die auch gut bezahlt werden können. Aber das ist der absolute Engpass. Es geht alles über die Montage. Das Thema ist nur, es werden nicht genügend Fachkräfte für alle Firmen da sein. Punkt. Also. Nicht mehr änderbar. Ganz klare Aussage. Für die guten Firmen werden Unmengen von Fachkräften auf den Markt gespült werden. In den letzten 2 Jahren kamen extrem viele Subteams auf den Markt, weil der Neubau ist zusammengekracht. Die haben wieder Anbietangebot. Hey, kann ich wieder Arbeit, kann ich für dich machen? Viele Subler kamen. Und in den nächsten Jahren, weil die geburtenstarken Jahrgänge, die Babyboomer, davon gehen ja viele in Rente. Und wenn ihr euch überlegt, eure heutigen Wettbewerber, wie viele haben keine Nachfolger? Und die machen zu. Das heißt, in den nächsten Jahren werden sehr viele gute Fachkräfte auf den Markt kommen. Du musst die nur abgreifen. Und deswegen ist die Arbeitgebermarke das alles entscheidende. Kundenmarke, das geht automatisch. Das geht automatisch. Das Produktfenster wird immer gebraucht werden. Immer. Weil ich mir null Gedanke drüber mache. Wenn die jetzt alle in die Modernisierung reingehen und so weiter. Bombe. Aber du brauchst die Menschen und das ist der absolute Engpass. Und deswegen investiert in das Thema Arbeitgebermarke. Unbedingt. Klaus, du dazu. Und bitte auch Investitionen in das Thema Fenster. Macht Spaß. Fensterbau macht Spaß. Denn ich sehe auch die Gefahr bei einem Fensterbaubetrieb, der zumacht, wenn der Dachdecker attraktiver ist, dann geht der Fenstermonteur in eine andere Branche, dann ist der weg. Und ich glaube, da müssen wir halt auch, es ist unsere Pflicht, Angebote zu bringen, zu sagen, da zu bleiben, besser zu werden und die Leute einfach in der Branche zu halten. Da brauchen wir Angebote. Sag mal noch mal kurz zu dieser Fachschule. Ja? Du hast die eine Säule angesprochen, die zweite Säule und die dritte Säule. Das sind die Sponsoren einerseits, die Fachschule ja auch irgendwie finanzieren müssen. Und dann gibt es die dritte Säule noch, die Fachschule selber. Oder kannst du kurz erläutern? Die dritte Säule ist eigentlich das, über das wir hier die ganze Zeit gesprochen haben. Das ist der sogenannte Fanclub. Und ich sage mal, Fanclub ist alles das, was Fensterbau attraktiver macht. Und da sprechen wir eventuell über Influence. Wir müssen gucken, was können wir tun, um nach außen das zu zeigen, was wir in der Branche haben. Fensterbau macht Spaß. Es gibt Quereinsteiger, wenn du dich mit denen unterhältst und sagst, Mensch, es kommt immer wieder, ich hätte nicht gedacht, dass Fensterbau so vielseitig ist, ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Spaß macht. Das ist immer das, was Quereinsteiger als Feedback geben. Und das müssen wir nach außen tragen an der Stelle. Und dafür ist dieser Fanclub, das ist die dritte Säule. Okay. Armin, es heißt doch immer, tu Gutes und sprich darüber. Ist es nicht tatsächlich besser, Gutes zu tun und die Mitarbeiter darüber sprechen zu lassen und nicht der Unternehmer selber? Gerade im Social Media natürlich, dass die Mitarbeiter drüber sprechen, aber auch der Unternehmer selber. Also immer wieder, warum nicht das eine oder das andere? Das ist die falsche Frage. Was ist das? Das eine und das andere. Sowohl als auch. Ja. Also dieser Blumenstrauß an Maßnahmen. Aber wenn ich mich als Mitarbeiter irgendwo bewerben will und da sagt der Geschäftsführer, natürlich wird er seinen Laden immer gut verkaufen, ist ja logisch. Aber viel glaubwürdiger ist natürlich, wenn du Menschen hast, die sich vor die Kamera stellen und das eben sagen. Aber dafür brauchst du Menschen, die mit Stolz dabei sind, die mit Bock dabei sind. Da brauchst du die richtigen Leute dafür. Und deswegen, der Kreis schließt sich immer wieder. Aber natürlich, die Mitarbeiter in den Mittelpunkt reinstellen. Und das sind die Markenbotschafter. Und jeder hat ja ein privates Netzwerk. Und wenn du 20 Mitarbeiter hast, jeder hat doch ein Netzwerk von Leuten. Und auch die Kunden einladen, Social Media, da geht das Netzwerkdenken wieder. Nach dem Verkauf, warum verknüpfe ich nicht über Social Media, Insta, Facebook, wie die Kanäle alle heißen, mich mit meinen Kunden? Natürlich wird er dir folgen, natürlich wird er die Anfrage annehmen. Du hast mal wieder eine Auszeichnung bekommen, du hast ein schönes Referenzprojekt, du hast wieder hier eine Schulungsmaßnahme. Das wird gepostet und macht deine Kunden wiederum zu deinen Multiplikatoren. Organisches Wachstum. Okay, genau. Aber es machen so wenig. Du sagst, man muss jetzt nicht unbedingt einen Corporate Influencer aktivieren, sondern man muss viele weitere Aufgaben im Unternehmen oder bei den Mitarbeitern
einen Haken hintermachen, ne? Und die Also erfüllen. wachse von innen nach außen. Mach doch erstmal das Thema Mitarbeiter klar, dass die das nach außen kommunizieren und dann und deine Kunden, dass du die zu Multiplikatoren machst, dann hast du ja schon, das kostet vor allen Dingen ja auch gar nichts. Ne? Also Thema Lead generieren, viele sagen, ja, ich brauche Leads, ich brauche Leads, ich brauche Leads. Das ist doch nicht die Lösung. Also du musst doch erstmal schaffen, dass du die Neukundenakquise, dass du die über Weiterempfehlung kriegst. Und dann mache ich für Sichtbarkeit, für Auffallen, für Fachkräfterekrutierung, da mache ich dann meine Social-Media-Aktivitäten. Aber ich muss da erstmal hinkriegen, dass ich aus einem Kunden, den ich mache, Okay. 2 neue, 5 neue kriege. Darum geht's. Matthias, ihr seid nun mal sehr YouTube aktiv. Ja, nutzt ihr das auch als Mittel, um neue Mitarbeiter auf euch aufmerksam zu machen? Also ist das eben auch so ein Teil dieser YouTube-Aktivitäten bei euch? Nee, wir haben YouTube-Videos, wo unsere Mitarbeiter über die Firma sprechen, ja, aber das hat nichts mit dem Kanal zu tun, in dem wir Kunden ansprechen. Also wir haben das komplett getrennt auf einer eigenen Karriereseite, die wir aufgebaut haben, wo eben die Mitarbeiter erzählen, warum sie hier arbeiten, was die Vorteile sind. Wir haben zum Beispiel auch unseren Wunschmitarbeiter definiert in der Firma und sagen, wie schaut der ideale Mitarbeiter für uns aus? Was ist dem wichtig? Und das transportieren wir nach außen, aber das ist völlig getrennt, weil also aus meiner Sicht würde ich auch davor warnen, Mitarbeitermarketing, also nach außen, und Kundenmarketing zu vermischen. Natürlich gibt's Empfehlungen und man kann einem Kunde sagen, guck mal auf unsere Karriereseite, falls du jemanden kennst, aber ich würde das nicht versuchen zu vermischen, weil ich glaube, da wird die Botschaft zu unklar aus meiner Sicht. Okay. Ja. Eva, wie ist es denn bei dir, bei euch im Unternehmen? Du lieferst ja eben auch diese authentischen Einblicke in die eigene Arbeitswelt. Willst du auch tatsächlich Bewerber für das Unternehmen dadurch gewinnen? Also es ist ein schöner positiver Nebeneffekt, wenn dadurch eine Bewerbung reinkommt, Ja. aber jetzt nicht gezielt. Also ich möchte einfach nach außen zeigen, was wir machen, wie wir es machen, und dann ist es hoffentlich, wenn jemand Interesse hat, der Grund genug, sich zu bewerben. Also ich spreche jetzt nicht in die Kamera, bewirb dich bei uns. Ich zeige einfach, was wir machen im Alltag. Okay. Ich habe es ja eingangs erwähnt, ihr habt ja so eine tolle, lange Firmenhistorie. Feiert ihr das auch auf Social Media? Ist das ein Thema oder würdest du das eher nicht posten, sowas? Doch, ich trage das schon regelmäßig nach außen, auch dass ich jetzt die 6. Generation bin und so. Das dann wieder mehr auf dem Fensterbau-Keilbach-Kanal, wo dann auch mal die Generationen von mir vorgestellt wurden. Die Bilder, die ich da noch auftreiben konnte. Okay, ja. Armin, früher galt immer, wenn du den Kunden begeistert hast, dann reicht es eigentlich schon, ja? Weil du hast es ja eben schon angesprochen, der wird das schon in seiner persönlichen Reichweite weitererzählen und so für neue Kunden sorgen. Muss man aber heute eben nicht noch mehr nutzen, Empfehlungsmarketing noch weiter ausbauen und eben diese modernen Mittel, Social Selling, Social Media etc., muss man das nicht dazu holen? Absolut. Es verändert sich natürlich, muss da natürlich neue Wege gehen, aber du musst anfangen, Thema Begeisterung, Thema Zufriedenheit. Da fängt's an. Und viele glauben, die haben den Kunden begeistert. Nee, er ist nur zufrieden. Für Zufriedenheit zahlt der Kunde Geld. Punkt. Das erwartet er von einem Fachbetrieb, eine tolle Leistung, tolle Produkte und so weiter. Begeisterung geht weit über dieses Maß hinaus. Und das ist die Grundvoraussetzung. Aber dann nicht hoffen, dass der Kunde mich dann weiterempfiehlt, sondern natürlich durch aktives Nachhaken natürlich ihn drum bitten, letztendlich. Und die Medien natürlich spielen, dass er mich aktiv weiterempfiehlt über die Social-Media-Kanäle, dass er mich aktiv auf Google bewertet und so weiter. Nicht sagen, naja, wenn Sie wollen, Sie haben da hier noch was, können Sie ja machen. Das funktioniert nicht mehr. Du musst den Kunden natürlich immer wieder dazu anhalten. Das hört sich aber er macht es nur, wenn er begeistert ist, sonst kannst du es vergessen. Das hört sich für mich so an, ich habe das ja auch erlebt bei dem Unternehmen, wo du ganz früher mal gearbeitet hast. Alle Dinge machen, aber richtig machen. Also kein Ding irgendwie nur so halb machen, sondern tatsächlich, wenn du was anpackst, es dann auch tatsächlich richtig anpacken. Es geht nur so. Ja. Und man braucht natürlich da noch eine Betriebsstruktur, die das zulässt, weil das ist natürlich das Thema vieler Handwerker. Wenn ich natürlich der Hans Dampf in allen Gassen bin und dann noch anfangen muss, Feelgood Manager für die Mitarbeiter zu sein, täglich Social Media zu machen, Kunden beraten soll, Kunden begeistern soll, eine Familie zu Hause habe,
Also irgendwo, der Tag hat auch im Handwerk nur 24 Stunden, man möchte es nicht glauben. Und da sind wir halt wieder beim Thema, dass man halt auch seinen Laden und seine Prozesse so organisiert haben muss, dass man sich die Zeit nimmt. Also ich finde das nach wie vor eine Chefaufgabe, was du ansprichst. Die Diskussion habe ich auch im Haus, weil die das natürlich oft sagen, ja, du machst Dinge, die bringen uns nichts. Schau mal lieber auf der Baustelle, weil ich bin nie auf der Baustelle. Aber genau das, glaube ich, das muss man auch transportieren, dass ein Chef von der Firma heute auch in der Richtung nicht der beste Techniker und nicht der beste Monteur sein muss, sondern genau in diesen Sachen eben halt auch vorausdenken muss und den Laden weiterentwickeln, weil nur so hat der Laden überhaupt eine Überlebenschance aus meiner Sicht. Und das ist ja genau, ich habe ja diesen Ansatz, so heißt dieses Konzept, rock dein Handwerk, mehr Marke, mehr Fachkräfte, mehr Freiheit. Mehr Marke, du musst die Kundenmarke Nummer 1 sein, mehr Fachkräfte, du musst die Arbeitgebermarke Nummer 1 sein. Und wenn die beiden Sachen erfüllt sind, dann kommst du genau zu dieser so wichtigen Aufgabe, dass du am Unternehmen arbeitest. Am Unternehmen, an den Strukturen. Das sind deine Freiheitsgrade, die du dann entwickelt hast. Ja, das heißt nicht Hängematte, das heißt einfach Freiheit, dass du Genau. am Unternehmen arbeitest, in Digitalisierung, die Positionierung überarbeitest und so weiter und so fort. Ob du das dann selber machst, ob du dann dafür wieder externe Leute nimmst, die es dann machen, das ist ja wieder ein anderes Thema. Aber du brauchst die Zeit und da bist du auch den Mitarbeitern keine Rechenschaft schuldig, wenn du dir da mal Zeit für nimmst. Es ist verdammt nochmal die Unternehmeraufgabe schlechthin, das Unternehmen zu entwickeln. Und deswegen Prozessorganisation, was Matthias gesagt hat, absolut entscheidend dafür. Ja. Die Prozesse müssen optimal sein. Dann kannst du Kunden begeistern, dann hast du auch die Zeit, am Unternehmen zu arbeiten, hast die richtigen Leute. Es greift einfach ineinander über. Und es gibt ja Firmen, die es so machen. Und wenn es Firmen gibt, die es machen, die damit erfolgreich sein, warum nicht auch alle anderen? Oder die wollen? Es geht ja, es funktioniert ja, es machen ja viele Betriebe. Hört sich eigentlich relativ einfach an. Es ist auch einfach. Du musst es Stichwort, nur konsequent machen. Das ist jetzt der Speaker, der sagt, das ist ja ganz einfach. Aber du hast schon gemacht im Unternehmen, das wissen wir. Ja, genau. Natürlich hängt schon ein bisschen was dran, aber klar, am Schluss, wenn es funktioniert, ist es einfach. Bis man da hinkommt, da stecken ja viele Handwerker genau in dieser Falle. Und nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie einfach sagen, nach 12 Stunden arbeiten und Projekte klären und Probleme lösen, habe ich halt Gottverdammt mal abends keine Lust mehr, jetzt hier noch irgendwie mir Gedanken machen, wie ich Emotionen über mein Fenster transportieren kann. Also muss man ja so sagen. Ja, Aber solange der Handwerker es immer noch liebt, auf der Montage zu sein, wird er auch niemals loslassen. Das sind alles nur vorgeschobene Argumente. Ehrlich zu sich selber sein, da fängt's an. Ja. Aber warum soll der Chef nicht auch, wenn er Bock drauf hat zu montieren, einfach montieren? Dann muss er sich aber Leute suchen, die Dinge, wo er keinen Bock drauf hat, die das machen. Dann soll er sich jemand in die Buchhaltung holen, die Buchhaltung da ist der Handwerker sowieso, man sagt ja immer, ein guter Handwerker ist ein schlechter Kaufmann. Da ist auch ein bisschen was dran, weil dann soll er sich jemand in der Buchhaltung holen und wenn der gut ist, ja, dann verdient er auch gutes Geld. Und wenn ich dann Bock habe, als Chef auf der Baustelle das Fenster zu montieren, zu versiegeln, ja, warum denn nicht? Und das ist halt das Wichtige, dieses Delegieren. Aber das ist auch was viele versuchen nicht zu machen, weil die können es ja nicht so gut wie ich. Da kommt immer so dieses im Kopf. Und das ist ja das, was du auch sagst. Dieses Mindset, das muss erstmal da sein. Das muss erstmal wirklich sein. Man muss sich trauen, überhaupt die Zügel abzugeben. Also man hat sie zwar in der Hand, aber man muss sich trauen. Ja, Stichwort alles richtig machen. Eva, für dich nochmal die Frage, kann man es auch mit dem Richtigmachen beziehungsweise mit dem Posten auch übertreiben? Also gibt es auch Sachen, wo du gesagt hast anschließend, das war jetzt irgendwie too much oder zu viel oder was ist da deine Erfahrung? Also übertreiben im Sinne, zu viel Zeit zu investieren oder Ja, entweder zu viel Postings zu machen? Eher die Frage, gibt es irgendwelche Posts, wo du hinterher gedacht hast, der wäre jetzt besser mal nicht, den hätte ich besser nicht gepostet, weil er nach hinten losgegangen ist? So direkt nicht. Und zur Not könnte man ihn ja wieder löschen. Und hast du dann vielleicht sehr viel negative Kommentare bekommen und wie gehst du damit um, mit diesen negativen Kommentaren? Ja, mit mehr Reichweite kommen auch immer mehr Kommentare oder Privatnachrichten. Da ist immer mal wieder Kritik dabei. Am Anfang habe ich mich da schwer getan. Ja. Und muss jetzt oder versuche zu differenzieren. Konstruktive Kritik immer her damit. Aber wenn es einfach nur Nörgler sind oder irgendwas suchen, ach guck mal, die Frau probiert da gerade, keine Ahnung, eine Tür einzubauen. Das kann die doch eh nicht und deshalb schreibt man da jetzt irgendwas Blödes drunter.
Das habe ich mittlerweile gelernt zu ignorieren. Okay, aber es kommt vor, ja. Ja, also auf jeden Fall. Matthias, wie ist es bei dir? Habt ihr bei den YouTube-Videos auch viel, Shitstorm wahrscheinlich eher nicht, aber negative Kommentare? Ja, klar. Also wenn ich erzähle, warum man einen Kaltwintergarten nicht heizen kann, kommt immer jemand, der sagt, stell einen Halspilz rein und Vollgas, dann wird der schon warm. Ja. Also das sind so die klassischen Dinge. Oder was labert der da für einen Schmarren? 50.000 Euro für einen Wintergarten. Ich habe Baumarkt gekauft. Gibt's halt, wenn es sinnvoll ist, eine Antwort. Ich mache es ähnlich und beim anderen denke ich mir halt dann mein Herzchen hin und gut. Das mache ich dann nicht. Ja. Man muss, wie der Armin gesagt hat, man muss nicht jedem gefallen. Das ist auch bei Social Media so. Wenn man das versucht, der jedem gefällt, der Dann macht geh bitte richtig. nie in diese Netzwerke rein. Dann bleibt er draußen. Ja, Man darf es halt nicht so nah an sich ranlassen. Ich glaube, sonst Richtig, ja. Ein bisschen kriegt man entspannter dem Probleme. entgegengehen. Sag mal, Marc, für dich auch die Frage, du bist eben, du postest viel, aber du bist ja auch dann unterwegs auf LinkedIn etc. Ist das für dich auch ein Pool, wo du tatsächlich auch auf Themen stößt? Ja, klar. Das ist nicht nur ein Pool, das ist auch eine Möglichkeit, um auch Kunden zu gewinnen. Ja. Also klar kommt man in die Themenbereiche rein, man kommt in Diskussionen mit anderen Kollegen. Es werden dann Schnittpunkte angesprochen, auch aus anderen Gewerken, so dass man vielleicht noch eine größere Sichtweise kriegt und wo man dann sagt, Mensch, da habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht. Ich versuche jetzt mal in diese Richtung auch mal zu denken. Wir beide diskutieren ja auch öfter mal über das ein oder andere Thema und ja, man kriegt einen weiteren Horizont auch darüber und versucht dann auch die Themen vielleicht etwas großflächiger zu sehen. Ja. Eva, Film oder Foto, was funktioniert besser? Ich glaube, du hast die Antwort eben schon mal kurz angeteasert oder gesagt. Aber aktuell die Videos. ja. War auch schon mal anders, aber die dann auch nicht zu lange oder so gut, dass es bis zum Ende geschaut wird. Schwierig. Okay. Und wie oft postest du? Das meine ich mit der Frage Frequenz, ja? Also was ist eine gute Zahl? Wie oft postest du und was hast du als Gefühl, Mensch, das ist jetzt gut? Also andere Influencer posten täglich, jeden zweiten Tag. Ich bin froh, wenn ich es einmal in der Woche schaffe. Okay, ja. Und ich habe dann auch so Ups and Downs, was die Motivation angeht. Dann kommt da vielleicht auch mal 2 Wochen nichts. Das ist wahrscheinlich auch das, warum ich langsam wachse, sage ich jetzt mal, was die Followerzahl angeht. Aber das ist okay für mich. Ich will ja jetzt kein Geld direkt damit verdienen, sondern was nach außen tragen. Und mein Hauptberuf ist immer noch die Fensterproduktion. Okay, wunderbar. Matthias, bei YouTube ist es natürlich so, dass Bewegtbild die wichtigste Rolle da ist. Und Bewegtbild ist eben auch nicht so mal eben ein Foto gemacht, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Das muss man schneiden, das muss man bearbeiten. Diese Skills bei euch, wer hat sich die angeeignet? Bist du das oder ist es? Ja, ich mache mittlerweile alles in Personalunion und angeeignet habe ich es mir über YouTube. Also wirklich am Anfang mit dem Handy und dann mittlerweile haben wir Kamera, ein kleines Studio und alles, was man so braucht und Drohne und so. Aber natürlich ist es schon viel Arbeit. So ein normales Video ist mindestens ein Tag Arbeit, manchmal auch 2, 3 Tage. Mache ich auch bisher immer in der Freizeit. Jetzt seit dem Jahr habe ich mir den Mittwoch für meinen Produktionstag freigeschaufelt, weil es einfach auch nicht geht, jeden Samstag, Sonntag oder jede Nacht Videos schneiden. Und aber auch hier ist es so, wenn man eine gewisse Struktur hat, wie man vorgeht und sich einen Ablaufplan macht, dann kann man auch da Zeit sparen. Also ich bin auch da dran, die Prozesse zu optimieren, dass es halt schneller geht. Da hilft einem natürlich auch KI, gerade bei Texterstellung und so. Aber natürlich ist eine Riesenarbeit. Aber auf der anderen Seite, das möchte ich vielleicht noch kurz sagen, hat man halt den großen Vorteil, bei YouTube performen die Videos halt eigentlich für immer. Also ich habe nach wie vor Videos, die vor einem Jahr online gestellt haben und die heute noch in der Woche 1000-mal geklickt werden. Und das ist halt bei Social Media, beim normalen, also Instagram oder so, das läuft mal 2 Wochen gut und dann verschwindet das Ding von der Oberfläche. Und darum ist auch diese Mehrinvestition an Arbeit zum Erstellen, aus meiner Sicht zumindest, sehr, sehr nachhaltig. Und wir nutzen den Content auch für Blogartikel, für kurze Social-Media-Sachen wie Facebook und Instagram. Und dann kann ich das natürlich auch viel nutzen. Das macht schon Sinn. Aber viel Arbeit. Das finde ich schon schade an Instagram.
dass wenn ich ein Video hochlade, denke mir, das ist jetzt mal richtig gut geworden. Man merkt auch die Resonanz, man kriegt super viele Kommentare, man wird angeschrieben, man kommt auf einmal auch mit Kollegen und anderen in Austausch. Und nach ein paar Tagen interessiert es kein Mensch mehr, landet irgendwo ganz weit unten. Ja, das ist schade, genau. Das ist vielleicht bei YouTube ein bisschen nachhaltiger, ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, wir sind kurz vor Messeschluss. Insofern würde ich jetzt die Schlussrunde einläuten. Wir sind hier auf einer Fachmesse. Wir sind auf einer Offline-Messe sozusagen. Wir sehen uns hier face-to-face. Ja, und das ist ja auch gut so. Und die Marktplätze, Messen, die gibt es schon Jahrzehnte. Also es ist ja ein Modell, wo man sich trifft. Das gibt es ja schon so lange. Es ist ja wirklich, hat schon so lange auch seine Berechtigung. Lässt sich so eine Face-to-Face-Veranstaltung auch irgendwie in die digitale Welt transferieren und hat so eine Face-to-Face-Veranstaltung auch seine Berechtigung? Also einfach mal durchgefragt bei euch. Also ich glaube nicht, dass sich das komplett in die digitale Welt transferieren lässt. Mein Corona hat ja jeder gesehen, erst war es on vogue, alles digital zu machen. Mittlerweile freut man sich wieder, wenn man sich sieht. Ich glaube, die Mischung wird spannend. Also eben, dass diese ständige Verfügbarkeit von Wissen und von jemanden fragen zu können, da kann uns die Digitalisierung schon helfen, weil es der Kunde heute gewohnt ist, dass er bei den normalen Bereichen, wenn er bestellt, sehr, sehr schnell eine Information kriegt. Ich glaube, da kann es uns helfen. Aber dann dürfen wir, ich zitiere da in meinen Vorträgen immer den Klaus Hipp, der steht da kurz vor 8 Uhr mit seiner Karotte in der Hand und zahlt Millionen dafür, dass er sagen kann, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das haben wir im Handwerk ja jeden Tag, wenn wir draußen sind, ohne dass es uns was kostet, beziehungsweise wir können es heute über Social Media transportieren. Und ich glaube, das wird nie verloren gehen, weil am Schluss sind es die Menschen, die das Geschäft machen. Und das Social Media sehe ich nur so als Schmiermittel im Getriebe, um das weiter anzukurbeln. Okay, Armin. Ja, wenn es so erfolgreich gewesen wäre, dann wäre ja jetzt diese Messe hier nicht gewesen. Dann hätten wir nach der ganzen Corona-Zeit mal gesagt, ja, super, tolles Format, wir machen nur noch das. Der Erfolg der Messe zeigt ja, wir sind nun mal Menschen und Menschen leben von Kommunikation. Aber nicht nur auf diese analoge Welt sich eben zu verlassen, sondern die natürlich immer mit digitalen neuen Features einfach bereichern. Die Kombi macht's aus, sowohl als auch. Okay. Klaus. Die Messe als Branchentreff macht Bock, macht Spaß, bringt Energie und ja, wir haben delegiert. Ich habe meinen Job, das, was ich heute zu tun hätte, delegiert an jemand anderen, damit ich hier Freiraum habe, um auf der Messe zu sein, um hier Spaß zu haben. Und ich glaube, das ist auch die Begründung, warum es die Bitte weitergeben sollte. Und wenn wir es schaffen, als Branche das auch mehr als Treff zu sehen, denn als Wissenstransfer, und wenn ich mir einige große Stände angucke, wo ich denke, das ist ein Gastronomiebereich, der aufgebaut ist. Ja. Da geht es um Treffen, da geht es um Spaß haben und vielleicht ist das ja auch mal ein Branchen-Output, den wir nach außen tragen können und sagen, ja, wir haben sogar Bock, uns als ganze Branche hier in Nürnberg alle 2 Jahre zu treffen. Also ich finde Face-to-Face weiter gut. Marc, für dich auch die Messe eine wichtige und wertvolle Veranstaltung? Ich finde die Messe gut und ich sag mal so, ein Erlebnis, was ich jetzt die Tage hatte, dadurch, dass ich ja so omnipräsent in LinkedIn bin, hat man den einen oder anderen Kontakt über LinkedIn gekriegt, wo man dann diskutiert hat, entweder über die PNs, über Beiträge oder halt auch mal am Telefon. Und hier trifft man sich dann plötzlich face-to-face. Man merkt, gut, am Telefon merkt man auch schon, ob die Chemie stimmt, aber wenn man sich so face-to-face sieht, merkt man dann noch mehr. Ist da eine Chemie? Passt es? Und kann daraus auch vielleicht noch mehr an Kontakt und Dinge entstehen, wo man vielleicht Produkte verbessern, erneuern, mehr in den Markt bringen, vielleicht auch Lösungen für die Montage besorgen und solche Dinge, dass sowas entsteht. Und das finde ich extrem spannend. Ja, vielen Dank. Eva, für dich noch das Schlusswort. Also ich finde die Messe auf jeden Fall sinnvoll, offline. Sie ist ja nur alle 2 Jahre, von daher auch gut, sich online auszutauschen. Aber man hat ja auch die Möglichkeit, sich Produkte, Maschinen anzuschauen, die auszuprobieren, die anzufassen. Das ist halt einfach was ganz anderes, wie wenn ich sie irgendwo online sehe. Also Ja. Wir haben uns zum Beispiel auch nur über Instagram kennengelernt. Wir haben oft geschrieben, ihr hattet mal eine Herausforderung, da haben wir dann drüber philosophiert, wie man die Herausforderung angehen kann, wie man da die Kuh vom Eis kriegt. Und
Das ist ein respektvoller Umgang und also ich habe mich gefreut, dich zu sehen. Also Sehr gut. Von daher ist was Positives, diese Messe. Und es ist ja auch so, dass auf Instagram ein Netzwerk entsteht unter Handwerkern und man die dann hier wieder trifft, was ja auch gut ist. Ich habe mich heute auch schon mit ein paar, die ich sonst fast nur online sehe, offline getroffen. Cool, wunderbar. Tolles Schlusswort. Insofern, ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr so viel Zeit, bleibt sitzen, so viel Zeit für diese Podiumsdiskussion hier uns gewidmet hat. Ich denke mal, das ist ein toller Applaus wert. Vielen Dank. Matthias Brack, Armin Leinen, Klaus Niggemeier, Marc Schütt, Eva Maria Kalber. Vielen Dank.